Kaffee mit Martin, heute ist Freitag, herzlich willkommen. Dein Reich komme. Das Thema: Würde ist ein Geschenk Gottes. Man kann sie niemandem geben, aber sehr wohl nehmen. Menschenwürde. Bevor ich in einen Bibeltext einsteige, muss ich sagen, ich habe das von meinen Eltern mitgekriegt. Sie waren Kulturchristen, aber in meiner ganzen Kindheit sind sie äußerst würdevoll mit mir umgegangen und haben mich mit eingeschlossen. Meine Meinung, auch als Zehnjähriger, war wichtig, wurde geschätzt. Ich erinnere mich, wie mein Vater eine neue Arbeitsstelle hatte, wir umziehen mussten und wir am Sonntag beim Frühstück dann ein Gespräch führten und meine Eltern sagten: Martin, kannst du dir vorstellen, dass wir umziehen, andere Schule, anderer Ort? Als Zehnjähriger sagst du dann nicht nein oder so, die Eltern entscheiden ja. Aber alleine diese Tatsache, dass meine Eltern mit mir gesprochen haben, hat in mir so etwas von Würde ausgelöst, Wert gegeben, mich an Wert erinnert, den ich habe, dass es mir später viel leichter fiel zu erkennen, dass meine Würde ein Geschenk Gottes ist, das mir meine Eltern nie genommen haben. Im Gegenteil, dass sie bestätigt haben. Es gibt eine Stelle in den Psalmen, die mich zu diesem Thema sehr bewegt. Psalm 8, Verse 5, 6 und 7. Da schreibt der Psalmist: Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Und wenn du diese Sätze, diese Verse als Bild in deinem Herzen aufgehen lässt, dann merkst du, da ist ein Schöpfergott, der seinem Geschöpf die volle Würde, den vollen Wert gibt, seiner Hinwendung, seiner Bevollmächtigung, seiner Begabung. Und wenn du dann erkennst, dass jedes Geschöpf, unabhängig ob Christ, Muslim, Buddhist oder sonst was, wirklich ein Kind Gottes ist, könnte man theologisch lange diskutieren, aber jeder Mensch ist ein Kind Gottes, dann erkennst du: Hey, was bedeutet das? Wie gehen wir miteinander um? Nehmen wir Bezug auf Gottes Wirklichkeit im Gegenüber? Jede Form von Hass auf Menschen und Ablehnung, sei das gegenüber Muslims, sei das gegenüber Afrikanern, sei das gegenüber Asiaten, all das ist immer eine Form von Entwertung und dem Wegnehmen von Würde. Aber wenn ich Bezug nehme auf Gottes Wesen und Gegenwart in seiner Schöpfung, dann nehme ich dem Menschen keine Würde. Würde ist ein Geschenk Gottes. Wir können Würde nicht geben, wir können sie höchstens nehmen. Oder wir können sie zurückgeben dort, wo sie genommen wurde. Und ich denke ganz allgemein an den Umgang, den wir als Christenmenschen miteinander haben. Haben wir Respekt vor dieser Gotteswirklichkeit in jedem Menschen, in jeder Vineyard, mit unseren Freunden, in der Ehe, unseren Kindern gegenüber? Da wird es besonders wirksam. Sind Kinder uns oder sind sie Gottes? Gehören unsere Kinder Gottes und sind uns anvertraut? Und nehmen wir Bezug auf Gottes Wirklichkeit in ihnen? Oder müssen sie so sein, wie wir sind? Öffnen wir unsere Herzen und gehen wir auch mit süchtigen Menschen, mit Verbrechern würdevoll um. Eines meiner schönsten Erlebnisse ist, dass jemand einen pädophilen Menschen, der im Gefängnis war, bei seinem Sonntagausgang in den Gottesdienst der Vineyard Berlin eingeladen hat. Und dieser Mann stand neben mir und Dutzende von Gedanken gingen mir durch den Kopf und plötzlich merkte ich, ich umarmte ihn.
im Bewusstsein, da ist ein zerbrochener Mensch, der nicht meine Ablehnung, sondern meine Hinwendung braucht. Und diese Hinwendung bedeutet nicht, dass ich seine Taten gutheiße. Würde ist ein Geschenk Gottes. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende und eine kraftvolle kommende Woche.